Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, welcher über den kaputten Spiegel handelt, welchen Marbus in der Nacht kaputt gemacht hat. Ich begann hauptsächlich damit, die Spitzen abzukleben mit Heißkleberpistole, weil ich meine, der sollte halt immer noch bei uns stehen und ich will ungern, dass sich da jemand irgendwie... Ich meine, wer fasst kaputte Spiegel an, aber falls irgendwer so schlau ist, die mal anzufassen, dann habe ich erstmal alle Ecken und Kanten abgeklebt. Und ich möchte auch nur festhalten, dass das extrem unsicher ist, Spiegel so rauszuziehen. Also bitte Handschuhe und eine Brille das nächste Mal an mich selbst und jeder, der das... Also bitte nicht nachmachen, ne? Aber falls irgendwer das Bedürfnis hat, einen Spiegel auseinanderzunehmen, Handschuhe und eine Brille. Eine Schutzbrille. Ja. Aber nee, nachdem ich halt gemerkt habe, dass die halt nicht lang genug waren. Also ich habe die halt nicht richtig rausgezogen, ganz ehrlich. Es hätte noch... Mir hat es halt einfach nicht gefallen, diese kleinen Splitter, die da noch da waren. Und dann habe ich halt noch angefangen, richtig unsicher, also bitte, bitte macht das nicht nach. Ich hatte nur wirklich keine Lust mehr an dem Tag mehr. Das war an meinem Geburtstag, wo ich das gedreht habe. Handschuhe zu suchen. Deswegen habe ich das mit einem Tuch gemacht. Bitte nicht nachmachen. Ich muss wirklich betonen, bitte nicht nachmachen. Ein kleiner Informationszwischenstand. Das ganze Kleben und Rausziehen hat mich ungefähr 1,5 Stunden gedauert und hat mich 7 bis 8 Klebepatronen gekostet. Nachdem die Ränder von den Spiegelsplittern schon abgekippt waren, habe ich auch angefangen, die Rillen, diese Ritzen da auch abzukleben. Einfach nur um sicher zu gehen, falls auch jemand über den Spiegel streicht, dass man da auch nicht hängen bleibt. Die nächste Stufe war dann natürlich, wie sich jeder schon denken kann, den Spiegel anzumalen. Meine Idee dahinter war, einen schwarzen Hintergrund zu machen und dann Augen drauf zu machen. Ja, das kann jetzt für manche ein bisschen gruselig klingen, aber unsere Wohnung ist komplett zugekleistert mit irgendwelchen komischen Kunstsachen, gruseligen Kunstsachen, wenn ich das mal so sagen darf. Und deswegen hat das eigentlich ganz gut hier in die Wohnung reingepasst. Ich habe angefangen damit und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sowas noch nie gemacht habe. Und habe dann angefangen, das erstmal auf eine Leinwand zu üben. Deswegen gibt es jetzt auch hier nochmal eine kurze Sequenz, wie sozusagen mein First Try funktioniert hat und wie es dann am Ende aussah. Wie ich es vorhin sichtbar gemacht habe, habe ich schon einmal Augen gemalt oder eher skizziert, da es sich da nur um realistische Bleistiftzeichnungen handelt. Aber an sich habe ich glaube bis heute, das war das erste Mal, wo ich wirklich Augen gemalt habe mit Acryl, mit Filzstiften. Ich habe damit begonnen, dass ich natürlich die Outlines gemacht habe mit Bleistift, damit ich überhaupt weiß, was ich malen muss.
und danach wurden die Pupillen mit schwarzem Acryl ausgemalt. Anschließend habe ich erstmal eine Base-Farbe, wenn man das so sagen darf, benutzt und dafür habe ich meine Filzstifte, Fake Copic Markers, wenn ich das so hier noch reinblenden kann, verbal benutzt, um einfach nur, falls ich nicht den kompletten Iris ausmalen möchte, wenigstens Farbe im Untergrund habe, die durchscheint und nicht die weiße Leinwand. Marbas kam auch irgendwann mal zu Besuch, nur ein bisschen an den Markern und an der Farbe zu schnüffeln. Er ist eine sehr komische Katze. Das war mir schon bewusst, als ich ihn bekommen habe. Er kam in den Punkt, wo ich anfing, den Hintergrund zu malen, einfach nur um zu sehen, welche Technik oder einfach, ja, eigentlich war das eher gedacht, dass ich dieses Bild auch irgendwo aufhängen kann, damit es nicht einfach irgendwo wahllos rumliegt. Es hängt jetzt irgendwo an irgendeiner Wand, also nichts Spektakuläres. Hier ist das Endprojekt. Es wird man jetzt auch gleich sehen, ich habe mich im Endeffekt dann noch dagegen entschieden, diese Lichtreflekt einzubauen, da ich dann dachte, bei so vielen Augen wäre es dann ein bisschen zu unübersichtlich, wenn man das nachvollziehen kann. So wie der Spiegel jetzt am Ende aussieht, ich bin ja schon in der Zukunft, in der Gegenwart, jetzt aber auch wieder in der Vergangenheit, in dem Moment, wo das Video rauskommt, und weiß, dass es eine sehr gute Entscheidung war, nicht die Lichtreflexion einzubauen. Es war einfach so, im Endeffekt wäre es dann auch zu viel Arbeit gewesen. Was heißt jetzt zu viel Arbeit? Es wäre nicht viel mehr Arbeit gewesen, aber die Unübersichtlichkeit und der Aspekt, dass da halt wieder nochmal irgendwas drin wäre, was von der Einheitlichkeit des Spiegels wegführt, hat mich ein bisschen gestört. Deswegen habe ich dann den Lichtreflexion habe ich dann rausgelassen. Ah ja, es geht jetzt weiter mit dem Spiegel. Jetzt wird er schwarz angemalt als ein Hintergrund und dann drauf kommen wirr verteilt Augen. Ich habe da nicht wirklich irgendwie drauf geachtet. Ich wollte einfach nur ein paar Augen drin haben und es wurde per Zufall einfach entschieden, wo welches Auge hinkam.
Das Bemalen der Leinwand / des Hintergrundes hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Es war eine richtig gute Entscheidung, den Schwamm zu nutzen, denn ansonsten mit diesen kleinen Pinseln, die ich habe, hätte mich das locker einen halben Tag gebraucht. Anschließend habe ich dann auch sofort angefangen, ohne zu warten, bis die Farbe austrocknet, mit Bleistift Kreise zu machen, damit ich ungefähr weiß, wo die ganzen Augen platziert werden. Als ich dann auch mit dem Anzeichnen fertig war, ging es schon auch los mit der weißen Farbe. Als ich auch dann nach gut 10-20 Minuten mit den Augen fertig war, ging es dann auch endlich an die Iris. Ich habe auch wieder mit einer Basefarbe angefangen. Ich habe ein bisschen durchgewechselt zwischen hell und dunkel, bevor ich dann an die, mit Anführungsstrichen, Details anfing. Es gab nicht viele Details, die ich in den Iris reingemacht habe, da es sehr viele kleine Augen waren und sehr viele kleine Irisse, dünne Irisse, dass es halt von Weitem nicht zu messy aussieht. Und dass es auch von Weitem, aber auch von Nahem gut aussieht. Als ich dann auch endlich fertig war, habe ich dann den Spiegel alleine aufgestemmt und bemerkt, dass da einfach so ein weißer Part noch durchgeschaut hat, den ich dann im Anschluss auch mal angemalt habe, damit es auch wirklich fertig ist. Pi mal Daumen hat mich das Projekt ungefähr 2 bis 3 Stunden gekostet, minus jetzt halt dem extra Leinwandprojekt, wo ich das erste Mal wirklich so ein Auge gemalt habe. Nur der Spiegel an sich hat mich ungefähr 2 bis 3 Stunden gekostet, was meiner Meinung nach nicht zu viel ist. An dem Punkt möchte ich mich auch gerne bedanken fürs Vorbeischauen und ja, wenn euch der Spiegel gefällt, dann lasst gerne einen Kommentar da und ja, wenn das nicht euer Ding ist, dann lasst mich das auch gern wissen. Ich schaue, ob ich in der Zukunft mehr Kunstvideos mache und ansonsten kommt dann wahrscheinlich wieder Katzen-Content oder irgendwelche Vlogs, wo wir irgendwo hinfahren. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.